Hallo zu einer Praxisfolge von Reptil TV. Wir hatten euch gefragt, welche Themen interessieren euch, und dann hat jemand von euch geschrieben, zeigt doch mal, was man den Reptilien noch für Futter geben kann, also was für Grünfutter, das draußen in der Natur wächst. Super Frage, super Idee, wollen wir euch heute zeigen. Also ihr wisst hier, sei es die Bartagamen oder die Dornschwanzagamen oder diverse andere Echsen, die Grünfutter fressen, oder hier die Landschildkröten alle, ne? Egal, hier habe ich so eine Hamani, eine griechische, oder die, wie gesagt, sämtliche Arten von Landschildkröten wollen ja Grünzeug fressen. Und dass man aus dem Supermarkt der Salatkopf nicht das Allerbeste für die Tiere ist, das weiß mittlerweile auch ziemlich jeder. Es ist eine Möglichkeit, aber sicherlich nicht die beste. Am optimalsten ist, wenn er draußen in der Natur Futterpflanzen pflückt, und die will ich euch jetzt zeigen, welche das Sinn machen. Wir sind jetzt einfach mal kurz losgezogen. Hier, wir haben jetzt Spätsommer. Hier bei uns ums Haus rum haben wir mal zusammengesucht, was wir finden und was für die Tiere nach unserem Wissen gut ist. Fangen wir natürlich mit dem Klassiker an, dem Löwenzahn hier. Den kennt ihr alle, Klassiker in der Verfütterung von Reptilien. Definitiv tolle, gesunde Sache. Ich glaube, da kann man fast nicht zu viel davon geben. Mir wäre jetzt auch nichts bekannt, was er zu viel oder zu wenig hat. Löwenzahn, ein alter Klassiker. Dann haben wir hier den Spitzwegerich. Der ist auch wirklich gut und gesund. Vor allem die Blätter, ne? Hier die Stiele, da wollen die Tiere nicht allzu viel davon wissen. Klar, so ein trockener, harter Stiel, aber die Blätter sind auch perfekt. Dann haben wir Brombeer- und Himbeerblätter, die man viel findet, gerade am Waldrand oder Wegesränder. Bei uns hier auf dem Grundstück auch jede Menge Brombeer, Himbeer, auch immer ein tolles Futter, die Blätter davon, ne? An den Stielen sind ja so ein bisschen Stacheln dran, macht wirklich gar nichts. Also ich erlebe es immer wieder, wir haben oft so überängstliche Kunden, so wenn mein Tier sich an dem Stachel piekst oder so. Also in der Natur gibt es auch jede Menge Stacheln, und das, was hier dran ist, macht einem Reptil wirklich gar nichts. Das macht selbst mir als Mensch kaum was. Also Brombeer, Himbeer, super Futter könnt ihr geben. Und dann hier der vierte im Bunde, was ich jetzt gerade hier liegen habe, ist der Gundermann. Also ich muss es mir sogar extra aufschreiben. Gundermann heißt dieses Zeug. Findet man auch oft. Ist wegen so ein Rankengewächs. Die Blätter riechen relativ stark, wenn man die zerreibt. Mögen die Tiere auch ganz gern und ist auch völlig bedenkenlos und gesundes Futter. Dann habe ich hier den Luzerne-Kraut. Habe ich hier. Erkennt man auch an den Blüten, die haben so weiße, rote, lila Blüten, kriegen die zum Teil. Also hiervon die Blätter, die Stiele auch bedingt, sind auch nicht schlecht, wobei also Blatt im Verhältnis zu Stiel hier ein bisschen mager ist. Ein bisschen eine mühsame Sache, wenn man das hier verfüttert. Was man auch gut geben kann, sind irgendwelche so Distelgewächse. Da gibt es ja welche, die relativ weich sind. Also es gibt so ganz harte Disteln, die wahnsinnig zackig und spitz sind, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Aber die weicheren Sachen, also wie hier, da verletzt man weder sich selber noch die Tiere dran. Sicherlich auch ein gutes, gesundes Futter. Dann haben wir hier die Vogelwicke. Die findet man auch recht viel, wächst auch, oder ist eigentlich ein Unkraut, ist auch relativ viel dran. Auch tadelloses Futter für die Tiere. Dann die guten alten Gänseblümchen, altbekannt, kann man die Blümchen oder die Blumen verfüttern. Man kann auch die kleinen Blätter verfüttern. Ist auch ein bisschen eine mühsame Sache, weil halt nicht allzu viel dran ist an diesen Gänseblümchen, aber definitiv gut geeignet. Und dann nochmal so eine Art Klassiker, würde ich sagen. Das ist der Klee. Kann man auch Blüten, Stiele, Blätter, kann man auch alles komplett verfüttern. Der Klee ist auch relativ energiereich. Beim Klee sollte man auch ein wenig langsam machen, nicht übertreiben. Das nicht übertreiben ist auch ein gutes Stichwort. Irgendwo macht es auch die Mischung aus dem Ganzen. Also selbst der Löwenzahn oder der Klee
tut ihr eurem Tier auch keinen Gefallen, wenn ihr nur ausschließlich das füttert. Es ist natürlich gut, wenn ihr eine Mischung aus allem macht. Da seid ihr sicher beim einen, ich glaube das Luzerne, was wir vorher hatten, hat relativ hohen Eiweißanteil. Wie gesagt, der Klee ist recht energiereich, oder Löwenzahn ist recht energiereich, eiweißreich. Wenn ihr eine Mischung aus allem habt, dann sind die Tiere am allerbesten versorgt. Also das solltet ihr probieren, das bisschen einigermaßen zu mischen. Aber insgesamt ist all das, was wir jetzt gezeigt haben, sicherlich in der Jahreszeit, wo es möglich ist, die bessere Auswahl als einfach der normale Kopfsalat. Ihr müsst natürlich aufpassen, es gibt auch einige Pflanzen, die giftig sind für eure Tiere. Wirklich passt da auf, nicht einfach wahllos irgendwas. Also das, was wir euch gezeigt haben, ist nach unserem Wissen perfekt geeignet. Es gibt aber einige Pflanzen, wie gesagt, die giftig sind. Der Efeu, der Hahnenfuß, der Holunder, die Kornblumen, die Lupinien. Bei Lupine müsst ihr aufpassen, also Luzerne, Lupine. Mir geht so, ich schmeiße die zwei Dinge immer durcheinander. Also die Lupinen sind giftig, die nicht verfüttern. Die Margeriten, ja, auch, also gut, Margerite, Gänseblümchen sehen ähnlich aus, aber die Margeriten sind natürlich viel größer, auch nicht verwechseln. Und der Mohn ist auch giftig, beziehungsweise wir wissen, dass aus dem Mohn Drogen gemacht werden. Wir wollen unseren Tieren keine Drogen geben, also kein Mohn verfüttern. Das sind so die gängigen, wo man relativ oft findet, die mir jetzt auf Anhieb sozusagen einfallen, die ihr nicht verfüttern sollt. In dem Zusammenhang auch der Verweis auf gute Literatur. Es gibt wirklich spezielle Bücher über Futterpflanzen bzw. Schildkrötenernährung. Da steht es auch genau drin, welche ihr geben dürft und welche ihr nicht geben dürft. Besorgt euch eins von den zwei Büchern, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Dann habt ihr noch mehr Erfahrung oder könnt es noch weiter ausweiten. Ja? Leider haben wir nicht das ganze Jahr Sommer oder auch nicht Herbst. Deswegen als Terrarianer kommen wir hier fast nicht drum rum um den Kopfsalat oder so ein Lollo wie hier. Ne? Also ich persönlich, ich liebe diesen Lollo, ne? der grüne bzw. der rote, könnte ich tonnenweise davon essen. Und deswegen geben wir den auch viel in den kalten Jahreszeiten. Kommt man da drum nicht rum. Man kann das aber trotzdem extrem anreichern, indem man solche getrockneten Sachen, also hier habe ich so getrockneten Löwenzahn, gibt es hier in so großen Beutel, kostet gar nicht allzu viel, das ist Löwenzahn und noch ein bisschen anderes Zeug mit zwischendrin. Das tut man so drüber machen. Oder hier gibt es, wie heißen die Blumen? Jetzt fehlt mir der Name. Alex, wie heißen die Blumen, die gelben? Ich sag's euch gleich. Oder hier diesen von Herba Med, diesen Herb-Mix, das sind auch so getrocknete Kräuter drin. Die könnt ihr drüber machen. Wie heißen die gelben Blumen, Alex? Hibiskus ist der hier, genau. Man kann so Hibiskusblüten drüber machen. Und das sind Ringelblumen, genau, die guten Ringelblumen. Jetzt weiß ich es wieder. Ringelblumen. Mit so Sachen kann man so einen ordinären Lollo oder Kopfsalat oder was weiß ich im Winter wirklich anreichern. Ne? Also ihr macht den klein, ihr stellt den als Futter rein und dann tut ihr verschiedene Dinge einfach so drüber machen und die Tiere fressen das dann mit. Wir haben es auch mal in einer Folge besprochen. Das Wichtige sind ja auch die Fasern. Unsere Reptilien sind auf recht faserreiche Kost entwickelt, ne? Oder die ganze Magen-Darm. Bei denen brauchen viele Fasern, eher trockene Sachen, langfaserige Sachen, was so ein Salat nicht hat. Und deswegen muss man das einfach dazugeben, das ganze Jahr. Wenn man das dann in der Salatzeit macht, dann kann man sicher gehen, dass man auch in dieser Jahreszeit das Tier perfekt ernährt. Und so kann man sich dann da aushelfen.